Willkommen zu dieser Executive Summary. Heute geht es um ein Tool, das viele von euch vermutlich schon mal gehört haben, aber dessen volles Potenzial die wenigsten Teams tatsächlich ausschöpfen. Monday.com. Wir schauen uns an, welches Problem es löst, für wen es sich lohnt, was es kostet und was am Ende unterm Strich für dein Unternehmen dabei rausspringt. Kennst du das? Du fragst nach dem Status eines Projektes und bekommst 3 unterschiedliche Antworten, je nachdem, wen du fragst. Die Wahrheit liegt irgendwo versteckt zwischen einer Excel-Tabelle auf dem Server, einer E-Mail von letzter Woche und einer Slack-Nachricht, die schon wieder im Verlauf verschwunden ist. Genau dieses Chaos kostet Unternehmen jeden Tag wertvolle Zeit und Nerven. Und genau hier setzt die Lösung an, die wir uns heute ansehen. Monday.com ist kein klassisches Projektmanagement-Tool im engeren Sinn, sondern ein sogenanntes Work OS, ein Arbeitsbetriebssystem. Der entscheidende Unterschied? Teams bauen sich ihre Workflows selbst, ganz ohne Programmierkenntnisse, per Drag and Drop. Das macht das Tool extrem flexibel einsetzbar. Besonders beliebt ist Monday.com bei Agenturen, im Marketing, in der IT, im HR-Bereich, am Bau und im Vertrieb. Branchenübergreifend, vom kleinen Team bis zum Enterprise-Unternehmen. 4 Probleme tauchen bei wachsenden Teams immer wieder auf. Erstens Siloarbeit. Informationen verteilen sich über unzählige Excel-Listen, E-Mails und Notizzettel. Der tatsächliche Projektstatus bleibt unklar. Zweitens, manuelle Routineaufgaben fressen Zeit. Status-Updates schreiben, weiterleiten, nachfragen. Drittens, Führungskräften fehlt der zentrale Überblick über Kapazitäten, Deadlines und Engpässe. Und viertens, klassische Projektmanagement-Software ist oft zu starr und passt nicht zu den individuellen Prozessen im Team. Genau diese 4 Punkte greift Monday.com auf. Der große Vorteil von Monday.com liegt darin, dass es all diese Probleme an einer einzigen Stelle löst. Statt 10 verschiedener Tools und Tabellen gibt es einen zentralen Ort, an dem der aktuelle Stand jederzeit sichtbar ist. Wiederkehrende Aufgaben wie Status-Updates oder Benachrichtigungen laufen automatisiert im Hintergrund. Führungskräfte bekommen einen Überblick über Kapazitäten und Engpässe, ohne jedem Einzelnen hinterfragen zu müssen. Und weil sich das Tool ohne Programmierkenntnisse an die eigenen Prozesse anpassen lässt, muss sich nicht das Team nach der Software richten, sondern die Software nach dem Team. Im Detail bietet Monday.com sogenannte Boards, die sich flexibel als Gantt-Diagramm, Kanban-Board, Timeline oder Kalender darstellen lassen, je nachdem, wie dein Team am liebsten arbeitet. Automatisierungen übernehmen Status-Updates und Benachrichtigungen, sodass niemand mehr hinterher telefonieren muss. Über Gästezugänge lassen sich auch externe Partner oder Kunden einbinden, ohne dass sie eine eigene Lizenz brauchen. In den höheren Tarifen kommen erweiterte Formeln, private Boards und eine integrierte Zeiterfassung dazu. Und über Schnittstellen lässt sich Monday.com in die meisten bestehenden Toollandschaften einbinden. Die konkreten Einsparungen zeigen sich vor allem in 4 Bereichen. Weniger Zeit für Status-Meetings, weil der aktuelle Stand jederzeit einsehbar ist, statt erst zusammengetragen werden zu müssen. Weniger Doppelarbeit, weil alle auf dieselbe Datenbasis zugreifen, statt parallel eigene Excel-Listen zu pflegen. Schnellere Entscheidungen, weil Führungskräfte in Echtzeit sehen, wo es hakt.
und weniger verpasste Deadlines, weil automatische Erinnerungen und Eskalationen greifen, bevor es kritisch wird. In Summe heißt das weniger Reibungsverluste, mehr Zeit für die eigentliche Arbeit. Auf Unternehmensebene sorgt Monday.com dafür, dass Abteilungen nicht mehr isoliert nebeneinander arbeiten, sondern bereichsübergreifend auf denselben Board zusammenarbeiten, etwa Marketing und Vertrieb oder IT und HR. Das verbessert die Ressourcen- und Kapazitätsplanung spürbar, weil Engpässe früh sichtbar werden. Gleichzeitig steigt die Verbindlichkeit. Wer für was zuständig ist und bis wann, ist für alle nachvollziehbar dokumentiert. Und weil sich das System mit zusätzlichen Nutzern, Boards und Automatisierungen mitskalieren lässt, wächst es mit dem Unternehmen mit, statt schnell an seine Grenzen zu stoßen. Kommen wir zur Investition. Monday.com arbeitet mit einem monatlichen Abo-Modell pro Nutzer bei jährlicher Abrechnung mit Rabatt und einer Mindestabnahme von 3 Lizenzen. Die kostenlose Version eignet sich lediglich zum Testen mit maximal 2 Nutzern. Für die meisten Teams empfiehlt sich der Standardtarif für rund 11 bis 12 Euro pro Nutzer und Monat, inklusive Gantt- und Timeline-Ansicht, Gästezugängen und No-Code-Automatisierungen. Der Pro-Tarif kommt mit Zeiterfassung und erweiterten Formeln dazu. Enterprise richtet sich an Unternehmen mit besonderen Security- und Compliance-Anforderungen. Stellst du diese überschaubare monatliche Investition den eingesparten Stunden für Status-Updates, Nachfragen und verpasste Deadlines gegenüber, amortisiert sich die Lizenz in der Regel innerhalb weniger Wochen. Die häufigste Frage: Brauche ich Programmierkenntnisse? Nein. Monday.com ist explizit als No-Code-Lösung konzipiert. Workflows werden per Drag and Drop gebaut. Wie unterscheidet sich das von Excel oder Asana? Im Gegensatz zu Excel bleibt Monday.com auch bei wachsender Datenmenge übersichtlich. Und im Gegensatz zu Asana, das stark auf einzelne Aufgaben fokussiert ist, bildet Monday.com auch komplexere, individuelle Prozesse und Daten ab. Ab welcher Teamgröße lohnt sich der Umstieg? Aufgrund der Mindestabnahme von 3 Lizenzen eignet sich Monday.com bereits für kleinere Teams, entfaltet seinen vollen Nutzen aber besonders bei wachsenden Teams mit mehreren Abteilungen. Und wie lange dauert die Einführung? Dank der intuitiven Bedienung sind erste Boards meist innerhalb weniger Tage einsatzbereit. Eine unternehmensweite Ausrollung dauert je nach Komplexität einige Wochen. Fassen wir zusammen. Monday.com löst genau die Probleme, mit denen viele wachsende Teams täglich kämpfen. Verstreute Informationen, manuelle Routinearbeit und fehlende Transparenz für Führungskräfte. Durch die No-Code-Flexibilität passt sich das Tool an bestehende Prozesse an, statt sie umzukrempeln. Die Investition ist überschaubar und amortisiert sich in der Regel schnell durch eingesparte Zeit und bessere Entscheidungsgrundlagen. Kurz gesagt, wer heute noch mit Excel-Listen und E-Mail-Ketten jongliert, verschenkt Potenzial. Wenn du erkennst, dass genau diese Probleme auch in deinem Team ein Thema sind, lohnt sich ein unverbindlicher Blick auf Monday.com. Starte mit der kostenlosen Version, um dir selbst ein Bild zu machen. Oder schau dir direkt den Standardtarif an, der für die meisten Teams die passende Balance aus Funktionsumfang und Preis bietet. Mehr Informationen und den direkten Zugang findest du im Link in der Beschreibung.